Können Sie sich einmal bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Günter Schwob. Ich wohne hier in den kleinen Ortsteil von Ilmenau-Wimbach. Also ich bin ungefähr seit 40 Jahren imkerisch aktiv, habe vorher aber schon mit meinem Vater zusammen versucht, die Imkerei zu unterstützen und zu betreiben. Wir haben damals eine größere Imkerei gehabt mit ca. 60 Bienenvölkern. Damals waren es vielmals auch wirtschaftliche Gründe, zu DDR-Zeiten noch, für die Bienenhaltung. Jetzt betreibe ich das nur als Hobby mit ca. 15 bis 20 Bienenvölkern, um in den Zusammenhang mit der Natur in Verbindung zu sein. Ich bin verheiratet, habe ein Kind und im Rentenstand. Also mein Name ist Katharina Kerntopf. Ich bin Vorsitzende des Bienenzüchtervereins Ilmenau. Ich bin eigentlich Grafiker und bin seit 2013 Mitglied hier im Bienenzüchterverein. Wieso sind denn Bienen überhaupt so wichtig für uns? Wir gehen davon aus, dass ohne die Bienen viele Lebensmittel, also sprich Obst und auch andere Pflanzen, sich nicht so entwickeln würden und nicht so entstehen könnten wie mit den Bienen. Weil die Bestäubungsleistung, die die Bienen bringen, ist vielmals vom Wert her höher wie die Leistung, die sie bringen durch den Honigertrag. Bienen sind ja mittlerweile ziemlich gefährdet. Was sind denn dabei die größten Gefahren? Und was können wir dagegen tun? Also die allergrößte Gefahr oder der Feind der Bienen ist der Mensch. Die durch Fremdeinwirkung wie durch die Landwirtschaft eingebrachte Giftstoffe, Pflanzenbehandlungsmittel meine ich jetzt. Die Biene ist so eine Art Anzeiger dafür, dass da was nicht stimmt, dass wir also eigentlich in eine falsche Richtung marschieren im Moment. Eine Gruppe von Menschen wollen unbedingt immer mehr, immer kräftigere Pflanzen auf ihren Feldern, immer mehr Getreide, immer mehr Raps. Der wird also gespritzt im Frühjahr. Das sind Gifte, die eben nicht nur die Bienen angreifen und schwächen und sterben lassen, sondern insgesamt ganz viele kleine Lebewesen und Insekten. Diese Abgase der Industrie, die Abgase vielleicht auch vom Straßenverkehr, von alle Emissionen, die die Natur beeinflussen können. Wir haben hier in unserem Gebiet, in den Ortsteil hier von Ilmenau, eine recht gute Lage. Zwar landwirtschaftliche Flächen, die aber, ich sag mal, noch konventionell betrieben werden. Wir haben sehr viele naturbelassene Gebiete hier, auch rund um Ilmenau. Nehmen wir den Rand des Thüringer Waldes, nehmen wir bestimmte Gebiete, die als nicht intensiv betriebene Landwirtschaft genutzt werden. Ja. Beispielsweise der Raps, wenn der abgeerntet ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, die Biene findet eine Wüste. Da ist kein einziges Nahrungsmittel mehr für die Biene da. Also den Bienen geht es inzwischen besser, nicht mehr auf dem Lande, sondern in der Stadt, wo es viele Gärten gibt und ganz viele Parks, wo die also das ganze Bienenjahr über Nahrung und Nektar und Pollen finden, also Bedingungen, damit sie gut überleben können. Und unser Gebiet hier ist eigentlich für die Bienen recht angenehm noch. Es gibt viele Ecken, auch in Thüringen, wo die Bienenhaltung schwieriger ist. Mit ganz intensiver Landwirtschaft, mit ganz intensiven Obstbau, wo halt die natürlichen Flächen dann immer kleiner werden. Ja. Also das heißt, wir haben unsere Kulturlandschaft so verändert. Wir haben also große Felder angelegt, wir haben also die Feldreine weggeackert, weil jeder Zentimeter Ackerfläche wichtig ist. Für den Bauern kann man auch verstehen, aber letztendlich steht dahinter auch eine Preispolitik, die den Bauern dazu zwingt. Ein nächster Feind, aber ein wichtiger, auch den hat der Mensch eigentlich sozusagen hierher nach Europa gebracht, ist die Varroa-Milbe. Mit der haben wir richtig dolle was zu tun hier. Also das heißt, sie wurde eingeschleppt durch verschiedene Wissenschaftler, die das eben ausprobieren wollten. Unsere europäische Biene, Carnica buckfast, und auch die dunkle Biene sind nicht abonniert auf diese Milbe. Also sie wehren sich nicht.
da wo die Milbe eigentlich herkommt. Die Bienen sind seit Jahrhunderten darauf abonniert, die putzen sich gegenseitig diese Milbe ab. Das können unsere Bienen nicht. Deswegen gibt es also eine sogenannte Varroa-Zucht im Moment hier. Das kann aber Jahre dauern. Das heißt, der Imker muss tatsächlich was unternehmen. Und wichtig wäre einfach, dass da an der Stelle eine Wende passiert. Also ein Bewusstsein, dass wir also nicht allein überleben können, sondern wir sind ein Teil dieses ganzen Kosmoses an Lebewesen und wir müssen auf alle anderen auch Rücksicht nehmen. Die Hoffnung geht sogar dahin, dass durch den geringeren Einsatz von Medikamenten bzw. von Giftstoffen in der Landwirtschaft die Bedingungen sich noch verbessern. Wir hatten ja jetzt ein paar von den Gefahren aufgelistet. Wie können wir denn als Privatpersonen die Bienen unterstützen bzw. auch lokale Imker? Das ist natürlich im Detail schwierig. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Bewohner unseres Landes die Imker erstmal ihre Arbeit als Imker tun lassen, dass sie das nicht behindern bzw. verhindern, dass Bienen gehalten werden. Jeder kann natürlich auch, wer die Möglichkeiten hat, Bienenweidepflanzen anbauen. Also auch in Ilmenau ist es so, da gibt es inzwischen so eine Art Musterwiesen. Die werden stehen gelassen, die werden nicht gemäht, damit also quasi Insekten, nicht nur Bienen, sondern Insekten einfach da Nahrung finden. Und man kann einfach die Leute darauf aufmerksam machen, die sich dann beispielsweise beschweren, das haben wir auch schon erlebt, dass die Nachbarn sich darüber geärgert haben und also wollten, wie sieht denn das hier aus? Das ist ja ganz unordentlich, hier muss gemäht werden. Dann kann man also auch einfach, wenn man darüber etwas weiß, kann man sagen, also Leute, das ist ganz wichtig, dass es stehen bleibt. Nicht abmähen, sondern wirklich stehen lassen. Mit Freunden, Nachbarn, Eltern, die zum Beispiel einen Garten haben, sprechen, dass sie in ihrem Garten keinen unbedingt englischen Rasen brauchen, sondern dass es viel besser ist, wenn der Rasen wenigstens so kniehoch stehen bleiben darf und vielleicht ein- oder zweimal im Jahr gemäht wird. Und aber in dem Rasen die ganzen Blüten hochkommen können und die Pflanzen sozusagen sich aussehen und man eine blühende Wiese hat. Das kann man im ganz kleinen Kreis machen, das kann man in einer Straße machen, im Wohngebiet, dass man sagt, okay, es gibt da eine kleine Fläche, da muss keine blanke Erde sein, da muss auch nicht ein englischer Rasen sein, da kann man was anpflanzen. Und wenn man was anpflanzt, dann bitte immer darauf gucken, sind es Pflanzen, die den Bienen gut tun. Also eine kleine Faustregel ist beispielsweise keine gefüllten Blüten. Also es gibt ganz viele Kulturpflanzen, die also hochgezüchtet werden, wie beispielsweise Rosen oder eine Heckenrose oder so, mit ganz toll gefüllten Blüten. Die sind für die Bienen völlig, also die nützen gar nichts. Also eine ungefüllte Blüte ist immer besser, weil dann sieht man sehr schön diese Staubgefäße. Wo also quasi Nahrung ist. Ja. Wenn man die Produkte der Bienenhaltung entsprechend nutzt, also sprich Honig von örtlichen oder vom territorialen Imker erwirbt, dann ist das natürlich eine sehr große Unterstützung der Imker, denn es hat keinen Zweck, dass Bienen gehalten werden und die Produkte, die dadurch entstehen, in China eingekauft werden. Ja? Und die Imker hier auf ihren erzeugten Waren sitzen bleiben. Was können Sie denn Leuten, die anfangen wollen, Bienen zu halten und Imker zu werden, was können Sie denen als Tipp mitgeben? Ja, ein grundsätzlicher Tipp ist, nicht aus wirtschaftlichen Gründen dort einzusteigen, sondern man muss zuerst die Liebe zur Natur, zu der Biene finden. Man muss mit etwas Fingerspitzengefühl versuchen, diese Sache entsprechend zu handeln. Und wer dort gut und vernünftig arbeitet, der wird auch nach einer gewissen Zeit den Erfolg sehen, dass er mit einem vollen Honiggefäß von seinem Bienenstand weggehen kann oder kann vielleicht sogar etwas an Honig, den er in Überschuss hat, dann vermarkten innerhalb der Region oder der Familie oder wie auch immer. Also wichtig ist nicht zu denken, ich kaufe mir 10 Bienenvölker und will damit einen großen wirtschaftlichen Erfolg erreichen. Kurzfristig, das geht meist nicht. Wir sind auch als Bienenzüchterverein Ilmenau sehr dankbar. Wir erfahren auch sehr viel Unterstützung durch, sage ich mal, Institutionen, durch Behörden. Haben dort in Ilmenau ja, wie wir gesehen haben, einen schönen Lehrbienenstand.
Ein Lehrbienenstand sind quasi Völker, Bienenvölker, die wir halten als Verein gemeinsam. Also das heißt, es gibt mehrere Leute, die dafür verantwortlich sind. Und das Besondere ist, dass wir also öffentliche Veranstaltungen machen, wenn nicht gerade Corona ist. Und dann machen wir die Bienenvölker auf, also die Kästen auf, und es wird gezeigt, wie die Situation unserer Bienen ist und was gerade zu tun ist. Das geht bis hin zur Königinnenzucht und bis hin zum, dass wir gemeinsam schleudern. Wir haben auch gemeinsam dann vereinseigenen Honig, den wir zum Beispiel am Fischerfest verkaufen dann zu einem günstigen Preis. Sie haben ja auch öfter Schulklassen hier. Warum ist es denn so wichtig, dass SchülerInnen so viel über Bienen lernen? Also wir möchten gerne, dass Schüler nicht nur den Honig aus dem Glas im Kaufland oder im Supermarkt kennenlernen, sondern dass sie wissen, wo kommt es überhaupt her, welche sind die Geschöpfe, die sich darum kümmern, dass wir solchen herrlichen Honig essen können. Und wir wollen gerne, dass die Kinder und Jugendliche einfach sensibel werden für diese winzigen kleinen Tiere, die uns so ein Geschenk bereiten. Und also wir wollen ihnen einfach auch sagen, der Honig ist eigentlich nur ein Abfallprodukt. Viel, viel wichtiger ist die Bestäubungsleistung der Bienen, die für uns hier machen. Wir brauchen Nachwuchs als Imker. Wir wollen die Kinder, die Jugendlichen unterstützen, dass sie zu den Hobby finden.